Hey liebe Freunde, was geht ab? Hier ist der Mike und herzlich willkommen zu diesem Video. Als erfahrener Hochzeits-DJ weiß ich, dass es manchmal schwierig sein kann, unterwegs immer online zu sein. Vor allem auch in Deutschland, wo das Internet nicht überall verfügbar ist. Ich meine, ich bin ja mittlerweile auch sehr häufig in Holland, in den Niederlanden, wo gefühlt überall 5G-Netz ist, selbst bei irgendwelchen Windmühlen mitten auf dem Land. Und in Deutschland, da kommst du in Gegenden, da hast du gar nichts. Da hast du gar kein Netz. Kennst du wahrscheinlich, selber schon mal erlebt? Guck mal, dabei wird aber die Verfügbarkeit von Internet immer wichtiger, gerade für uns DJs. Sei es, um spontan vor Ort auf Songwünsche reagieren zu können oder aber auch, um sein Set zum Beispiel zu streamen. Aber keine Sorge, es gibt mittlerweile einige gute Möglichkeiten, um mobiles Internet an nahezu jedem Ort zu erhalten. Und in diesem Video zeige ich dir einige davon. Viel Spaß! Yes, liebe Freunde, lass uns mal über das Thema Internet sprechen. Dieser Beitrag, den ich dir jetzt hier als Video erstelle, gibt es übrigens auch als Blogbeitrag auf meiner Webseite. Denn jede Woche veröffentlichen wir dort mindestens 2 Blogbeiträge mit DJ-Tipps, DJ-News, die du dir abholen kannst. Also wenn du gerne auf Tipps und Tricks stehst und auch gerne liest, dann empfehle ich dir auf jeden Fall mal auf meiner Website vorbeizugucken und dort in den Blogbeitrag mal reinzuschauen. Da gibt es einiges Geiles zu entdecken. Jetzt habe ich aber 3 Möglichkeiten für dich, wie du Internet in deiner Location bekommst, um ideal und perfekt aufzulegen. Tipp Nummer 1, und den kennt jeder: WLAN vor Ort nutzen. Also, das ist wirklich die naheliegendste Option. Sich ein vorhandenes WLAN der Location zu suchen und dort sich einfach rein zu koppeln. Und ja, solche WLANs sind nicht immer öffentlich gleich ersichtlich. Ich gehe auch immer gerne lieber zu einem Wirt oder zu dem Location-Inhaber hin und frage: Hey, habt ihr ein WLAN, in das ich mich einloggen könnte? Und dann ist es oft so, dass die mir manchmal auch Zugänge geben. Die findest du öffentlich über die WLAN-Suche gar nicht, sondern nur, weil sie dir die Daten geben. Ja, hierfür spreche ich auch gerne mal vorab mit der jeweiligen Location, um abzuklären, ob es ein Netz gibt, ob eins vorhanden ist und ob ich auch die Zugangsdaten wirklich schnellstmöglich schon vorab erhalten kann, damit ich einfach darauf vorbereitet bin. So muss man auch nicht erst vor Ort anfangen, sich auf die Suche nach entsprechenden Codes zu machen oder erst dort überrascht festzustellen, dass es vielleicht gar keinen Zugang gibt. Und dann hilft dir Tipp Nummer 2 weiter. Tipp Nummer 2. Mobile Datenlösungen für uns DJs. Eine Option ist es, eine mobile Daten-SIM-Karte in einem Tablet oder Router zu verwenden. Oder ihr könnt auch ein portables WLAN-Gerät kaufen, das ihr überall hin mitnehmen könnt, damit ihr überall als DJ Internet habt. Eine weitere Möglichkeit ist es, einen mobilen Hotspot von eurem Smartphone zu erstellen. Egal welche Methode ihr wählt, stellt sicher, dass ihr ausreichend Datenvolumen für eure Bedürfnisse habt. Ich verlinke euch sogar mal einen Anbieter unten in die Beschreibung mit rein. Die nutze ich selbst. Die hat sozusagen Unlimited Internet. Also wirklich Unlimited, und das für gerade mal 1 Euro pro Tag. Punkt Nummer 3, und der ist richtig geil, und zwar Satelliteninternet. Hightech für uns DJs, und das nutze ich tatsächlich seit einiger Zeit selber. Also, wer mich zum Beispiel eine lange Zeit auf Twitch mitverfolgt hat, der kannte mein Problem mit dem Internet hier in Deutschland, also hier in Darmstadt, wo ich bin. Ich komme ja von dem Dorf, und da ist es tatsächlich so, wenn sich die Kuh auf dem Acker auch nur 1 Meter bewegt, dann fällt im ganzen Dorf das Internet aus, weil hier die Leitung so schlecht ist. Also so habe ich das gerne immer gesagt. Und ja, die Leitung ist ultra schlecht, so dass ich irgendwann gesagt habe, um richtig arbeiten zu können, um mit meine Musik zu entfalten zu können, bin ich auf Satelliteninternet umgestiegen. Und ja, Satelliteninternet ist eine Möglichkeit, Internetzugang auch in abgelegene Gebiete zu erhalten, so wie dieses Dorf, wo ich hier bin, wo einfach keine Kabel oder keine DSL-Verbindung, zumindest keine schnelle, verfügbar ist. Es funktioniert, indem ein Satellit im Orbit den Internetverkehr aufnimmt
und an eine Antenne auf dem Boden sendet, die an einen Router angeschlossen ist. Klingt ultra kompliziert, ist aber relativ einfach. Du hast eine kleine Satellitenschüssel, so ein kleines quadratisches Ding. Das stellst du entweder aufs Dach oder auch in den Garten zum Beispiel mit rein oder wo auch immer du möchtest. Der hat eine Verbindung zu dem Himmel und darüber wird das Internet kreiert und bei dir in den Router reingespeist und du hast einen WLAN-Router und der verteilt dann das Internet bei dir komplett im Haus, in der Wohnung oder da, wo du bist. Der Router verbindet das Internet mit euren Geräten. Einer der Vorteile von Satelliteninternet ist, dass es in nahezu jedem Teil der Welt verfügbar ist. Es ist jedoch in der Regel ein bisschen teurer als andere Internetzugangsmöglichkeiten. Und die Geschwindigkeit kann aufgrund der Entfernung zum Satelliten und den Wetterbedingungen auch beeinträchtigt werden. Allerdings ist das ein Punkt, der ist immer weniger relevant, weil immer mehr Internetsatelliten in den Orbit geschossen werden. Mittlerweile gibt es schon Tausende davon, die sich dann einfach mit deiner Internetschüssel verbinden. Ja, es gibt sogar solche Satellitenschüsseln, die kannst du mobil auf einem Wohnwagen verbinden, sodass du dauerhaft nonstop, auch während du dich bewegst, Internet hast. Und dieses kleine Paket gibt es auch als Reisekoffer, die du als mobiler DJ mitnehmen kannst und dann einfach in der Location draußen im Garten einfach das Ding hinstellen. Du hast einen WLAN-Router, kannst dich da einfach mit einloggen und hast überall, egal wo du bist, komplettes Highspeed-Internet. Und wenn ich Highspeed sage, dann meine ich auch Highspeed damit. Also 100, 150 Megabit Download, gar kein Problem und der Upload ist genauso gut. Das ist auch das, was ich mittlerweile hier in dem Dorf benutze. Und insgesamt ist Satelliteninternet eine gute Option auch für Locations, die gerade in ländlichen Gebieten oder abgelegenen Regionen liegen und keinen anderen Zugang zum Internet anbieten können. Gerade wenn du das als mobiler DJ verwendest, ist das Ding so schnell, auch dieser Hotspot, dass du zum Beispiel, wenn du irgendwo auflegst, auch den ganzen Gästen in der Location deinen WLAN-Zugang bereitstellen könntest, dass sie sich einfach mit deinem Router verbinden. Und dann hast du als DJ, dann kannst du einfach so ein kleines Kärtchen machen, wo vielleicht einfach die Zugangsdaten drin sind, die kann sich jeder Gast mitnehmen, damit auch er mobiles Internet hat. Auf der Karte ist dann natürlich auch noch dein Name und deine Werbung mit drauf. Hey, besser kann es doch gar nicht gehen. Die Leute am Internet können schöne Fotos von der Party machen oder von dir, können die gleich mit hochladen und haben sogar noch eine Visitenkarte, wo sie dich und deinen Namen immer mit dabei haben. So habe ich das zum Beispiel eine Zeit lang gemacht. Ich möchte aber auch noch kurz erklären, welche Kosten überhaupt auf dich als DJ zukommen. Denn die Kosten für Internetzugang variieren, je nachdem, welche Methode man wählt. Im Allgemeinen sind natürlich Kabel- und DSL-Verbindungen am günstigsten, gefolgt von solchen mobilen Daten-SIM-Karten und portablen WLAN. Satelliteninternet ist da in der Regel die teuerste Option, ist natürlich auch die modernste. Aber es ist einfach wichtig zu beachten, dass diese Preise je nach Standort, Anbieter und Paketoption natürlich variieren können. Ich persönlich habe mich nie dafür interessiert, was der billigste Anbieter ist, sondern einfach der das zuverlässig leisten kann, was ich brauche. Gerade hier zu Hause in meinem Büro in Deutschland, wo wir auch ländlich sind, wo das Internet absolut mies ist, benutze ich aktuell Satelliteninternet. Und ohne das könnte ich ja gar nicht arbeiten. Da könnte ich meine mobile Tätigkeit von zu Hause, von meinem Büro gar nicht machen. Oder auch dir dieses Video, was ich jetzt gerade für dich aufnehme, gar nicht hochladen, dass du es dir überhaupt angucken könntest. Also, ja, es kostet ein bisschen mehr, aber es bringt so viel mehr noch ein. Ich empfehle dir sogar, die angebotenen Dienste und Angebote zu vergleichen und entsprechend deiner Bedürfnisse und deinem Budget vielleicht sogar anzupassen. Frag doch vielleicht auch einfach mal den Provider deines Vertrauens und lass dich da gerne beraten. Ich habe früher zum Beispiel einfach einen Internetanschluss von dem Anbieter genommen, bei dem auch mein Smartphone mit dabei ist, mein Smartphone-Vertrag mit dabei ist. Später bin ich dann erst auf Satelliteninternet gewechselt. Und wenn du einige Inspirationen brauchst, mit denen ich gute Erfahrungen gemacht habe, dann verlinke ich dir die mal unter dieses Video mit runter. Ansonsten sag mir gerne deinen Tipp, wie du immer gutes Internet dahin bekommst, wo du gerade unterwegs bist. Und lass uns in den Kommentaren gerne noch ein bisschen weiter austauschen. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Der Mike.